wieder in Google gucken, wie viele Newtonmeter das sind. Das ist ja krass. Uiuiuiui. Ja. Das ist noch was anderes als der 992 aus dem letzten Video. Könntest du dich auch mit anfreunden, oder? Ja, ja. Das ist schon geil. Also, Turbo ist halt einfach Turbo und Turbo ist brutal und das ist einfach nur ein extremes Auto. Ja, exakt. Aber trotzdem eigentlich entspannt. Extrem und gleichzeitig entspannt. Das ist beim Turbo immer genial. Man merkt halt, finde ich, tatsächlich oft nicht, wie schnell man fährt. Außer man beschleunigt halt jetzt raus. Ja, ja. Aber so fährt er sich wirklich super ruhig. Ja, so nach den ersten paar Metern habe ich auch das Gefühl, dass es ein bisschen ruhiger als normaler Carrera. Aber das ist natürlich jetzt so ganz subjektiv. Aber es ist halt schon krass. Also, gerade zu einer Beschleunigung, so bei 2.500, 3.000, da drückt einen das schon in den Sitz. Das ist irre. Es macht einfach Spaß. Ja, das Beschleunigen auf der Autobahn ist immer wieder witzig im Porsches. Und in so einem Turbo natürlich noch viel besser. Ich glaube, ich muss mir gleich eine große Landstraße suchen, wo ich genug Platz habe für dieses Auto. Also ich hätte noch nie so Silber auf dem Plan wie dieses Auto in Silber. Nicht GT Silber Metallic, Rhodium Silber, so ein bisschen ähnlich wie Dolomit Silber. Da ist noch ein bisschen mehr Blauschleier drin. GT Silber ist ja komplett flach, einfach nur Silber. Aber das sieht so krass aus und das passt so gut zum Turbo. Das Auto sieht so edel aus, oder? Das ist hier richtig das Businessman Supercar. Also es ist ja irre. Ich dachte mal so Turbo, Turbo S oder generell 11, Hauptsache knallige Farbe, ne? Aber nee, das passt so gut zu diesem Auto. Genial. Und jetzt gerade hier, ey, komplett alleine, nichts los. So vereinzelt ein paar Motorradfahrer unterwegs, keine Wolke am Himmel. Das ist schon traumhaft wieder. Fahrzeug hat die LED-Scheinwerfer hier, die PDLS, sind richtig schick beim 991.2. Natürlich auch typisch 991.2 diese Doppel-LEDs da unten, die hatte der Punkt 1 ja noch nicht und auf dem 992 sind wir die ja auch gewohnt. Auch hier unten die Lippe, alles in Rhodium-Silber, Metallic lackiert. Das sieht so gut aus, dieses Auto. Was ich besonders geil finde, so ein kleines Design-Feature. Diese Kante hier, das gibt einfach so einen kleinen aggressiven Look. Und wenn man auf das Fahrzeug von vorne drauf schaut, das sieht schon richtig schick aus und eigentlich auch richtig fett und ist so ein geiles Auto. Wir haben die Sportdesign Außenspiegel, glaube ich, war in Serie beim Turbo. Also das heißt, dass hier so ein bisschen Luft durchfliegt. Auch die Unterschale in Silber lackiert. Den Lufteinlass haben wir auch in Silber lackiert. Weiß ich jetzt nicht, ob das Serie war oder eine Sonderausstattung. Die Turboräder natürlich auch mit 305er Gummi hinten und was haben wir vorne? Haben wir 245er, also selbe Bereifung, wieder 992 4S aus dem letzten Video. Fahrzeug hat natürlich immense Traktion. Ja, das Heck, jetzt wird es nochmal richtig brutal. Alter Scholli, da kommt man echt ins Schwärmen. Abgasanlage, die ganz normale, keine Sportabgasanlage, deswegen haben wir diese 4 Endrohre. Beim 992 wurde das dann jetzt abgeändert, da gab es dann diese 2 einzelne als Sportabgasanlage. Und der 992 Turbo, das bisschen, was ich bisher gefahren bin, der ist wesentlich aggressiver. Der hier ist wesentlich gediegener, entspannter, aber trotzdem brutal schnell. Ja, turbospezifische Design-Features, hier die Motorabdeckung. Wesentlich markanter und krasser designt als bei den Carreras. Der Flügel ist natürlich auch extrem, fährt sich auch aus. Und hier unten die Luftauslässe für die Turbos sind auch nochmal wesentlich markanter. Und das ganze Auto ist einfach wesentlich präsenter als ein normaler. Und deswegen will man ja auch ein Turbo, ne? Man will einfach mehr als einen normalen Carrera. Und dieses Auto, oh Gottes Willen, sieht das gut aus. Interieur komplett in schwarz, Lederpaket natürlich, auch Serie beim Turbo gewesen. Wir haben die Porsche-Wappen in den Kopfstützen und wir haben die 14-Wege-Sportsitze. Die sind natürlich genial, weil sie auch das Memory-Paket haben und das passt so gut zum Turbo. Dieses Luxus-Feature, dass sich alles schön zurückfährt und man bequem ein- und aussteigen kann. Das typische 991.2 Lenkrad und
der Turbo-Tacho. Ein bisschen anderes Design als bei den normalen Carreras, um sich nochmal wieder ein bisschen abzuheben. Ja, Verbrauch sind wir gerade bei 9,9 Litern. Das wird sich aber gleich ändern. Ich war überrascht, dass wir ihn überhaupt unter 10 bekommen haben. Hätte ich nicht erwartet. Mit dem 992 Turbo, da waren wir nirgendwo sparsam gefahren. Ich glaube, wir waren bei 15 Liter am Ende. Also Turbo ist halt nicht ein Spritsparauto, ne? Das ist zum Schnellfahren gedacht. Sport-Chrono-Paket natürlich auch mit dem Drive-Mode-Selector, mit Sport-Response-Button hier unten in der Mitte. Braucht man bei dem Auto nicht. Das geht eigentlich auch schon im normalen Modus total schnell vorwärts. Wie gesagt, keine Sportabgasanlage, deswegen kann man hier unten recht wenig anwählen. Ne? Die Spoiler kann man ausfahren. Vorne hat er natürlich auch so eine kleine Lippe, die sich ausfährt. Und hinten dann der große Spoiler. Wir haben das Schiebedach, das können wir aufmachen. Dämpferhärter stellen und so weiter, wie ihr das auch aus den anderen Videos kennt. Und natürlich, ja, ist ja logisch, wir haben auch wieder die besten Cupholder der Welt. Nicht, weil sie gut halten, sondern weil sie einfach cool zu benutzen sind. In jedem 991.2 muss ich das einfach zeigen. Es geht gar nicht anders, oder? Na, bleibt drin. So. Es ist so ein cooles Auto. Ja, wir haben die Landstraße ziemlich für uns alleine jetzt. Also ich glaube, in der Zeit sind so 2, 3 Autos hier vorbei getuckert. Deswegen, ja, mache ich mich jetzt mal wieder zum Affen. Setze mir die GoPro auf den Kopf. Ich fand das sehr cool beim letzten Video. Und ja, dann nehme ich euch immer mit auf die Landstraße. Und ich glaube, es wird schwer, bis 100 km/h zu fahren. Der ist so schnell. Wir fahren später nochmal wieder auf die Autobahn. Das klingt nach Power. 9,9 Liter, das wird jetzt mehr. Oh, manuell rüber. Ja, das ist krass mit so einem Turbo. Zack, da sind schon wieder die 100. So schnell geht's halt. Oh, ist das geil. So, zweiter Gang, 70, 100. Das ist gar kein Problem. Das ist schon ein echt schnelles Auto. Was mir so nach den ersten paar Metern auffällt, die Lenkung ist wesentlich unpräziser, sag ich mal, als beim 992. Da merkt man, dass sie da richtig dran gearbeitet haben. Und auch das Fahrzeug neigt sich ein bisschen mehr. Der 992 hatte natürlich auch das PDCC. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ach, guck mal, wie traumhaft das hier doch ist. Zweiter Gang 2000. Und natürlich immer Traktion. Also mit diesem Auto kann man hier tatsächlich Vollgas fahren. Boah, das ist so geil beim Turbo, wie schnell dieses Auto ist. Ist so krass. Das Auto hat ein wesentlich höheres Niveau als ich. Ist das krass. Gott, ist das schnell. Oh. Obwohl ich den 992 ja schon gefahren bin, kommt mir dieses Auto immer noch brutal schnell vor. Das ist echt heftig. Aber machen wir so einen rollenden Anlauf hier.
Zack, sind wir auf der Autobahn. Kurze Mittagspause gemacht. Jetzt geht es wieder nach Lorsch, den Björn abholen. Und Autobahn, Langstrecke, das ist halt einfach das, was ein Turbo ausmacht. Es ist so entspannt, dieses Auto, auch bei Geschwindigkeiten, das ist genial. Es ist wirklich genau mein Geschmack, 11er. Obwohl ich auch sonst immer gedacht hätte, so GT3, das ist eigentlich das Wahre, aber naja, für den Straßengebrauch ist ein Turbo einfach nicht zu schlagen. Und die Performance ist einfach atemberaubend. Regelmodus hat er natürlich auch. Funktioniert auch immer sehr schön zum Spritsparen. Wir sind bei 13,2 Litern gerade. Das wird gleich wieder ein bisschen mehr. Je schneller man fährt, je krasser ist es. Und Turbo ist halt dafür gemacht, richtig schnell zu fahren. Und da braucht man auch einfach extrem viel Sprit für. Zieht euch das rein. Hier fährt der Targa Heritage. Krass. Er wurde abgeholt. Heftig. Was ein Auto. Immens. Oh, er lässt uns durch. Da ist es lieb. Der vierte Gang so durchbeschleunigt, ne? Von 160 auf über 220. Und jetzt ist man richtig frei. Krass. Fünfter Gang bis 280. Was ein Auto. Ist es nicht krank? Ist es nicht einfach krank, wie der marschiert? Fünfter. Das ist heftig. Da macht es halt einfach so, man hat nie das Gefühl, dass das Auto irgendwie an seinem Grenzbereich ist oder so. Auch die richtig hohen Geschwindigkeiten. Ich habe vorhin nicht auf den Tacho geguckt, aber ich glaube, es waren 270 oder so. Wie ein Brett. Dieses Auto ist ein absolutes Geschwindigkeitstier. Mit Landstraße hat es nicht viel zu tun. Die muss man wirklich auf der Autobahn fahren. Mit diesem Auto verpasst man wirklich keine Termine. Also ist das nicht abartig? Jawohl, komplett frei. Boah. Krank. Das ist einfach nur krank. Dieses Auto ist einfach nur krank. Was ich ganz spannend finde, der Charakter zum 992, der ist wirklich ganz anders. Also 992 hat wirklich mehr dieses GT-Fahrzeug in sich drin. Wesentlich rauer, lauter. Der hier ist ein bisschen entspannter. Der 992 hat aber auch die Tieferlegung drin. Der war wirklich sehr, sehr hart. Sitzbelüftung hatte der auch noch. Der hier hat nur die Sitzheizung. Na, das macht es einfach ein bisschen angenehmer im Sitz. Der 992 hat auch die 18-Wege-Sitze, der hier hat diese 14-Wege-Sitze. Im Prinzip kann man sagen, die Komfortsitze, die sind einfach ein bisschen bequemer. Das hier ist wirklich der Businessman Express. Wenn ich meinen Termin in Stuttgart habe, zack, baller ich dahin. Wenn ich meinen Termin in Hamburg habe, zack, baller ich dahin. An einem Tag hin und her.
Das ist total easy mit diesem Auto. Es ist so geil. Es ist wirklich unglaublich. Er ist natürlich teuer, ist logisch, aber boah. Wenn man darüber nachdenkt, sich ein Turbo zu holen, man wird nicht enttäuscht. Ja, der Tag geht zu Ende mit dem Turbo. Was ein Auto. Ich bin echt geflasht. Björn war auch jetzt kurz mit dabei, noch Bilder machen nach der Arbeit. Sieht gut aus, Trotzdem ne? Hammer. Ja, mega. Ich war nie der Fan von silbernen Autos, ne, aber das Teil ist halt einfach super konfiguriert. Ja. Alles schön silber lackiert, das sieht halt einfach mega aus. Bei einem Turbo, das passt einfach. Ja, das ist wie, es passt echt mit Silber. Also auch ich war jetzt nicht so der Silber-Fan. Klar, GT Silber Metallic mit einer Menge abgedunkelten Kram. Und noch so ein GT3 RS-Schriftzug auf der Seite. Sieht sehr gut aus. Ja. Aber so klassisch Silber bei Porsche, da hatte ich nie so auf dem Schirm. Ja. Ich bin auch nie so der Fan von gewesen, aber bei dem Auto stimmt es halt irgendwie. Aber 991 ist halt generell ein schickes Auto. Ja. Das und ein ist Turbo sowieso. Der sieht immer gut aus. Ja. Ja, man guckt einfach so drauf und denkt sich, den können wir nehmen. Also wenn man ein Auto haben will, mit dem Turbo macht man eigentlich alles richtig. Also komplett alltagstauglich, extrem schnell, super Sportwagen schnell, kann man ruhig sagen. Und eine Optik zum Dahinschmelzen. Also wenn euch das gefallen hat, dieses Auto und das Video, lasst gerne einen Daumen oben da. Link zu dem Fahrzeug ist wie immer unten in der Videobeschreibung, auch mit den Kontaktdaten. Falls jemand hier an dem Fahrzeug Interesse hat, ist er herzlich eingeladen, das zu nutzen. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, denkt gerne drüber nach zu abonnieren. Guckt euch noch unsere anderen Videos an, ist bestimmt was für euch dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao! Laura, das Auto sieht fett aus. Das ist unglaublich, wie gut dieses Auto aussieht. Das ist der Hammer, ne? Das ist krass. Es ist echt heftig. So, der Björn ist auch begeistert von diesem Auto. Es ist einer der hübschesten, den wir bisher hatten. Ja, definitiv. Kurz und knapp immer die Antworten bei ihm. So ist es. Aber er sieht halt wirklich so gut aus. Jetzt müssen wir eigentlich ausprobieren, ob du mich drauf kriegst, wenn ich unter der Brücke durchfahre. Mit Sicherheit.